Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Und schon haben wir eine Woche später und ich bin auch wieder zu Gast bei Jens. Freue mich recht herzlich, dass das wieder super geklappt hat und frag ihn erstmal, Jens, ist bei dir schon Oktoberfest oder warum sitzt du hier mit so einer schnieken Lederhose? Ja, Servus, Grüezi und Hallo wünsche ich erstmal. Nein, die Lederhose habe ich geschenkt bekommen vor 3 Tagen. Da habe ich 2 Niederbayern getroffen. Die sind hier beklaut worden, haben den Rückflug nicht bekommen. Das Lustige ist unabhängig voneinander. Der eine war im Megapark saufen, ist dann am Strand eingeschlafen, alles weg. Der andere ist zu ein Etablissement gegangen und die Kreditkarte war danach leer. Und Oha. die haben sich zufälligerweise, ich habe den eingetroffen am Strand, haben mir auf ein Bierchen eingeladen, weil er mir das erzählt hatte. Und dann kommt der andere vorbei und die haben unabhängig voneinander gedacht, die werden beide, einer von denen fliegt und kann den anderen helfen. Und dann beide gestrandet haben gesagt, Jungs, passt auf, kommt mit, ich lade euch erstmal ein auf ein Bierchen, dann hole ich was zu essen und dann könnt ihr bei mir schlafen. Und morgen könnt ihr dann alles, war schon abends gewesen, morgen könnt ihr das alles organisieren, dass er zurückkommt nach Deutschland. Und dann sind wir mit zu mir nach Hause, also wir haben uns lecker Hähnchen geholt, gibt es jetzt hier um die Ecke, gibt es halbe Hähnchen, super, super, super lecker. Und dann haben wir uns zu mir gesetzt, bisschen Fernsehen geguckt und unterhalten. War echt lustig. Und ich habe es auch aus Spaß gesagt, auch so eine Lederhose hätte ich auch gerne. Und ich so, hey, pass auf, die schenke ich dir als Dankeschön. Und Ach, wie dann hat er sie korrekt. ausgezogen, die ist noch relativ neu gewesen, also keine alt eingespeckte. Dann nur richtig, die ist noch, ja, hat er einfach geschenkt als Dankeschön, dass sie aufgenommen haben, dass sie bei mir schlafen können. Am nächsten Morgen sind sie los, also ich habe ein paar Tipps gegeben. Also die sind auch abends los, weil ich habe jetzt auch Arbeit. Darauf kommen wir nachher zurück, ja. Und es sind die abends los, hatten Hunger und sagt, pass mal auf, geht einfach in die Schinkenstraße, sagt, hey, die wahre Geschichte. Wir wurden überfallen, wir haben nichts, kannst du mir helfen, ich habe Hunger. Und haben die beide eine Bratwurst aus, also haben sie dann probiert, ich habe sie dann später wieder getroffen, haben sie probiert, haben beide eine Bratwurst ausgegeben bekommen. Der eine hat noch 5 Euro geschenkt bekommen von jemandem. Dann haben sie bei mir gepennt und am nächsten Morgen sind sie los, haben dann telefoniert mit einem Bekannten, der hat über Western Union Geld überwiesen. Dann habe ich denen gesagt, wir sind an den Flughafen kommen, sind sie an den Flughafen, sich einen Flug gebucht für den nächsten Morgen und sind dann geflogen. Also hat alles wunderbar geklappt. Wow, was ein Einstieg, wenn man Jens nur fragt, warum er hier in der Lederhose sitzt. Also ganz kurz nochmal. Sowas passiert öfters. Die, Aber ich die, helfe gerne. ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstens, die beiden haben sich schon gekannt, das habe ich richtig verstanden. Ja, Die waren Freunde und waren auch zusammen hier im die Urlaub. waren zusammen hier in Urlaub. Und Oh der wow. eine ist dorthin gegangen, der andere ist dorthin gegangen. Und beide wurden unabhängig voneinander beklaut und haben gedacht, der andere kommt nach Hause und haben sich dann bei mir wieder getroffen. Und ich habe sie aufgenommen, damit sie nicht auf dem Strand schlafen müssen. Dann hätten sie noch weniger. Also auch das ja wieder ja, eine super klasse Aktion, weil man kann sich ja vorstellen, wenn man dann auch erstmal nicht mehr weiß, wo man hin soll, ne? Und nicht wirklich so eine Lösung hat, auch kein Ja, genau. Geld. Finde ich super, dass du das gemacht hast. Und dann haben sie ja wohl auch den Flug grundsätzlich gekriegt und sind wahrscheinlich jetzt auch wieder sicher und nüchtern zu Hause in Niederbayern, ja? Ja, ich habe Kontakt noch mit denen. Also die haben mir, Ach, heute klasse. Morgen hat er mir geschrieben, hat alles wunderbar geklappt, wir sind sicher angekommen. Alles top, Dankeschön. Habe ich natürlich geschrieben, hey, ich freue mich. Hoffentlich kommt ihr bald mal wieder. Lasst euch nicht beklauen. Hahaha. Wenn doch ihr wisst, wo ähm, ich bin. Ja. ja, klar. Also, waren ganz, ganz nette Kerle. Und Und war sie haben echt dir eine. auch verziehen, dass du sie oder einen von ihnen ohne Hose hast zurückfliegen Nein, nein, lassen? Oder wie ging das aus? der hatte noch, die hatten ja noch einen Rucksack gehabt mit Klamotten, die hatten Ah, sie ja im okay. Hotel. Und er hatte halt dann seine Badehose, die auch eine Lederbadehose, also du kennst ja diese Bermuda-Shorts Mhm. und die gibt es ja auch im Lederhosen-Style. Ah, ja, Die hat ja, er dann ja, okay. angezogen und ist Ja. damit heimgeflogen und hat mir die richtige Lederhose gegeben. Ja, ist auch schnieke, sieht auch, wie gesagt, wie du eben schon gesagt hast, oder ich nenne jetzt mal das Wort nicht abgeranzt aus oder ähnliches. Nee, nee, Ist, die ist noch relativ ja, neu. Er sieht hat gesagt, er hat es auch erst 3, 4 Mal getragen cool. und jetzt trage ich sie schön ein. Und nochmal nur um sicher zu gehen, ich habe es richtig verstanden, sie haben dann auch den Flug verpasst, oder? Ja, Oder nee, die waren ja beklaut, also die Papiere waren weg. konnten nicht fliegen? Ich habe denen Okay. dann erklärt, ihr müsst erst zur Polizei gehen, du ja, also eine Verlustanzeige machen. Mhm. Dann könnt ihr auch dann sind sie zur Western Union,
Dann wurde ihm Geld überwiesen. Dann habe ich gesagt, mit welchem Bus er zum Flughafen kommen. Und beim Flughafen haben sie sich dann einen neuen Flug gebucht, weil sie ja die Verlustanzeige hatten dann wieder Als ein Beweis auch, Dokument, Ja. wo ihr Name draufsteht, damit sie überhaupt wegkommen. Weil die hatten, ja, Flugtickets, Papiere, alles weg. Der eine hat zum Glück noch sein Handy gehabt. Aber ansonsten, ja, und seine Kreditkarte, aber die war leer. Was sind hier abgezogen? 3.000, 4.000 Euro? Also soll ich fragen, welche Art von Etablissement war? Die vermeintlich, Darf ich sowas sagen? also ich denke schon vor allem, Titties? ja gut, man kann es auch anders sagen, aber ich hätte es jetzt so formuliert, so ein Etablissement, wo speziell an der Playa jetzt bekannt ist, die meistens als Striplokale quasi unterwegs Nee, sind. also anscheinend ist es ein Striplokal gegangen, aber es war ein privates, also nicht hier diese öffentlichen, sondern irgendeine Tussi hat ihn angesprochen und Er ist mitgenommen. nachgelaufen, okay. Ja, und dann haben sie ihn, weiß nicht genau, irgendwas ins Getränk geschmissen, dann war er weg. Hat aber alles, bla bla bla. Anscheinend, er weiß es, er hat selber nicht gewusst. Er ist einfach mitgegangen mit irgendwelchen Frauentypen. Da war ein bisschen Spaß und mit Kreditkarte und dann ist er irgendwann plötzlich wieder so mehr oder weniger zu sich gekommen und hat auch nichts Böses gedacht, wollte Geld abheben und alles weg. Also im Prinzip haben sie ihn nur abgezockt. Ich Also, wollte gerade sagen, die haben ihn gell? jetzt nicht beklaut, sondern er hat seine Kreditkarte gegeben und die haben das Konto leer gemacht. Also ja, schöne Frauen, viel trinken, vielleicht war was drin, vielleicht auch nicht in den Getränk, weiß man nicht. Auf jeden Fall war nach das Konto leer. Oder ja, er hat nicht nachgefragt, was die Flasche Sekt kostet und was die Begleitdame kostet. Du Ja, wenn bringst man es den auf den Preis Punkt. nicht Also weiß und gibt jemandem die Kreditkarte, der hebt dann natürlich ab, soweit es geht. Also er hat auch am nächsten Morgen noch 10 Euro bekommen, hat er ganz stolz gesagt. Wir haben es doch mal versucht, 10 Euro habe ich noch rausbekommen aus dem Automaten. Ich habe nicht ganz das Konto leer gemacht. ja, Also er hat eine Dienstleistung bekommen. ja Und klar. so wie ich verstanden habe, hat er nicht nachgefragt, was es kostet und danach war alles weg. Mhm. Ob das jetzt rechtens war oder nicht, ist natürlich wieder dahingestellt, aber Aber gar nicht mal so eine unbekannte Masche letztendlich. ja. Etablissement Ich sag unabhängig selber kann dir auch schuld. in Wenn der ich sage, Diskothek da kommt passieren. eine Frau, ich gehe in sowas nicht, aber ich sag, was kostet, ja, ist so. Was kostet die Frau, wenn die für mich tanzt? Was kostet die Flasche Sekt? Dann weiß ich, was kostet und dann weiß ich, was sie abbuchen von meiner Kreditkarte. Wenn ich sage, macht mal und gebe ihnen die Kreditkarte, dann kriege ich natürlich das Beste. Das ist aber auch das Teuerste. Und wenn dann irgendwann heißt, da kommt kein Geld mehr raus, dann sagen sie, bitte verlassen Sie das Lokal. Wahrscheinlich, ja. So in der Tatsächlich. Richtung muss das abgelaufen sein. Ihm war das auch sehr unangenehm. Dem anderen war es auch sehr unangenehm, weil er es selber gewusst hat, dass du nicht besoffen am Strand dich hinlegst und schläfst. Denen war das beiden sehr, sehr unangenehm, dass das passiert ist, weil sie haben es gewusst. Aber Ja, es geht ja ist auch halt hier, ich Malle. meine, deswegen erzählen wir das ja auch anonym. Es passiert ja auch nicht diesen beiden. ja, wie oft ausschließlich, ich das ganz höre, hey genau. Jungs, passt auf euch auf, lasst mich beklauen. Ah, das ist mir schon gestern passiert. Ja, das hab ich ist schon ihr, hinter das mir, ist ne? ihr Standardspruch. Und ich denke auch, man kann halt einfach nur immer wieder im Endeffekt ein bisschen dazu mahnen, wie wirklich man auch immer sagt, nehmt euch im Notfall, wenn ihr unbedingt eins mitnehmen wollt, irgendwie so eine Art Zweithandy oder sowas mit, ne? Wobei da Nur noch, das Scheiß-Handy, was am Genau. besten schon halb kaputt ist, genau, das mitnehmen an die Playa, das Gute, im Hotel ein lassen. Perso braucht man hier heutzutage eigentlich Nein, auch nicht brauchst du mehr. auch nicht. Und auch da, wenn du ein Schrotthandy, doof Du gesagt, bist dabei Tourist. hast, Wenn die Polizei irgendwas sagen sollte, sagst du einfach, ich bin in dem Hotel. Du hast ja auch deine Schlüsselkarte, da steht der Name vom Hotel. Dann fahren die mit dir hin, gehst mit dir aufs Zimmer, zeigst deine Papiere und dann ist alles erledigt. Nehmt eure Handys nicht mit, nehmt eure Papiere nicht mit und nur so viel Geld, wie ihr mitnehmen möchtet. Und wenn ihr kein Geld mehr habt, wieder ins Hotel gehen, Kohle holen und wieder loslaufen. keine Karte, ja. Genau, nichts mitnehmen. Nur das Geld, das Nötigste, was ihr braucht, und irgendein altes Handy. Weil viele Menschen werden hier beklaut. Das ist einfach so. Aber es gehen auch viele zu achtlos um. Beziehungsweise die kommen hierher und die gehen auch schon davon aus, dass sie beklaut werden. Wie meinst du, die gehen davon aus, dass sie beklaut werden? Ja, die waren schon öfters hier und es gibt ja, das ist wie so ein Hobby. Also dann auch Vorsicht Wer- wer- besser wer- als wer- wer- Nachsicht. Nein, nö. Die nehmen ein Zweithandy mit, Es gibt oder? Leute, nein, klar, logisch. Die gehen dann mit dem Zweithandy Okay. und haben nur, weil die Die haben kennen was das gelernt ja, draus, das, genau. Die haben es Okay. draus gelernt.
Und dann, wenn da so ein Kegelclub kommt, dann, wer wird von uns als erstes beklaut? Haha, Prost. Die kennen das schon, die wissen das und die haben dann, so wie ich gesagt habe, nur so ein Zweithandy dabei, nur das nötigste Geld. Dann ist es im Prinzip so als Spaß. Wer wird als erstes beklaut? Weil wenn ich nach Malle gehe und besoffen hier rumlaufe, weil die kommen ja auch her zum Saufen, die wissen, wir sind besoffen, wir werden beklaut. Weil du, wenn du besoffen hier rumliegst, wirst du beklaut. Ist einfach so. Das sind aber nicht nur irgendwelche Diebe oder Einheimische oder spezielle Leute. Es gibt auch Touristen, die andere Touristen beklauen. Muss ich dazu sagen, habe ich auch schon gesehen. Ganz ehrlich. Die nutzen es auf, wenn die sehen, da liegt ein Besoffener, gehen die hin, tun so, als wollen sie helfen und oh, jetzt kann ich umsonst saufen gehen. Sowas gibt's auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Spannend, ja, zu hören. Weil mit Sicherheit, also ich kann es mir vorstellen, klar, die haben ja dann auch wahrscheinlich einen Pegel und sehen auch erstmal nur so ein, Genau. ist ein Streich. Wahrscheinlich, er wurde wahrscheinlich 2 Stunden vorher selber beklaut. Und er sagt, ich wurde beklaut, jetzt liegt der besoffen da, dann mache ich dasselbe. Dann habe ich plus minus null. Ja. Ja, Aber davon gehen. uncool. Ja, ist manchmal komisch. Aber es ist Mallorca, hier ist, viele Sachen sind hier Ja, komisch. hier passiert einiges, was ein bisschen komischer und untypischer ist, ja. Dafür haben wir ja den Pott hier, um manche Sachen zu erklären. Ja, und auch interessante, Obwohl es nicht zu erklären ist. das stimmt, aber auch um dann wiederum interessante Einblicke und diese, ja, manchmal auch einfach kleinen Geschichten zu erzählen. Ich meine, das war ja jetzt wieder wirklich sehr spannend, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und vielleicht hat der eine oder andere ja auch mal wirklich was mitgenommen. Ich meine, am Strand einschlafen betrunken ist jetzt der Klassiker. Das hört man nicht zum ersten Mal. Aber ja, jetzt vielleicht mit den Etablissements hört man natürlich auch nicht zum ersten Mal. Aber vielleicht ist es dem einen oder anderen an der doch noch recht jungen Saison jetzt einfach nochmal ja, in Erinnerung gerufen worden und so als kleine Ermahnung. Was übrigens dann auch nicht passieren kann, wenn die Kreditkarte gar nicht erst dabei ist, weil dann ist maximal das Geld halt weg, das man dabei hat. Ne? Und ich denke jetzt auch diese Person oder der eine davon wäre jetzt nicht mit 3.000, 4.000 Euro in der Tasche feiern gegangen, bar, glaube ich jetzt mal nicht. Von daher wären dann vielleicht 150, 200 Euro weg gewesen, ne? Aber das wäre doch nochmal eine andere Hausnummer gewesen und ja, hätte den Rückflug und ähnliches auch ein bisschen einfacher gestaltet, weil in Deutschland haben die ja dann auch ein bisschen was zu tun, ne? Wenn kein Perso mehr da ist, abgesehen von den Kosten. Allerdings hätten sie dich dann auch nicht kennengelernt und ich denke, das ist mit Sicherheit auch ein Zugewinn. Von daher kann man das jetzt sehen, wie man will, ja. Also ich hoffe mal, dass es für die ein Zugewinn war und für mich auf jeden Fall auch. Also ich fand ihn nett und ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und die auch mal wiederkommen mit ihren Kumpels. Warum nicht? Bestimmt, Ich ja. bin Und dafür ihr offen. seid ja auch noch in Kontakt und die kommen bestimmt mal auf ein Bierchen oder so rum, wenn die nochmal da sind. Und davon abgesehen hast du ja auch eine Lederhose abgestaubt. Natürlich geht es darum nicht, ne? Ist ein Spaß, aber fürs nächste Oktoberfest Die bist habe du ich gerüstet. freiwillig bekommen. Ja. Schade, dass er jetzt nicht, ja, was heißt schade, ne? Aber ohne Hose heimfliegen müsste. Das wäre natürlich die bessere Story für den Nein, Podcast ich habe ihn, als gewesen. er ausgezogen habe, mich auch gleich gefragt, soll ich dir eine von meinen Hosen geben? So, nee, Klar. er hat noch eine im Rucksack. Ich hätte ihn auch nicht nackig gehen lassen. An dieser Stelle kurz Werbung in eigener Sache. Morgen erscheint die neue Ausgabe des Mallorca-Magazin, nicht nur auf der Insel, sondern an allen Bahnhöfen, würde ich mal sagen, und auch gut sortierten Kiosken in meines Wissens circa 7 Ländern. Wir haben das Glück und die Ehre, dass wir in dieser Ausgabe mit unserem Podcast kurz vorgestellt werden und da werdet ihr auch dann das versprochene Foto von Jens mit seiner selbstgebauten Dusche finden, denn das ist auch der Grund, warum wir das noch nicht bei Instagram veröffentlicht haben. Das werdet ihr nämlich dann in der gedruckten Version des Mallorca-Magazins finden. Ja, wir freuen uns. Wir werden auf jeden Fall mal reinschauen, auch mit Sicherheit in der nächsten Folge noch mal kurz darüber sprechen. Wir wollten euch da nur kurz darauf hinweisen und ich bin ganz gespannt und freue mich auch und möchte mich an dieser Stelle noch mal recht herzlich beim Mallorca Magazin und vor allem bei der zuständigen Redakteurin für den freundlichen Kontakt und alles andere bedanken. Ich weiß nicht, ob Jens noch was dazu sagen will, aber ich glaube, gespannt bist du auf jeden Fall auf den Artikel auch. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Bin auch sehr überrascht, dass wir erst die erste Folge rausgemacht und dann schreibt gleich das Mallorca-Magazin uns an. Das ist ja keine kleine Zeitung. Das ist die größte deutschsprachige meines Wissens. Die größte deutschsprachige Zeitung, echt?
Also auf Also Mallorca jetzt natürlich. auf Mallorca. Ne? Nee, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich freue mich drüber. Ich freue mich, wie gesagt, auch. Schaut doch gerne mal rein, wenn es euch auch interessiert. Würde uns freuen, gebt uns gerne Feedback. Und jetzt weiter mit dem Podcast. Ja, und über längeren Zeitraum bleibst du ja sowieso, auch wenn es nach dir geht, mit einigen Leuten und Menschen, die du kennenlernst, in Kontakt. Erzähl doch da gerne mal was dazu. Ja, das Lustige war, nachmittags kriege ich die Nachricht, wir sind gut angekommen in Deutschland, vielen, vielen Dank. Am Abend laufe ich an der Playa lang, läuft mir einer über den Weg. Jens, bist du das? Tequila Brandy? Ich gucke ihn an. Bist du das? Ein Kumpel von mir, den habe ich hier vor 14 Jahren kennengelernt, einer der ersten. Der war jetzt 4 Jahre lang weg. Mir wurde sogar erzählt, er wäre tot. Er lebt aber noch. Der hat tot gesagt, wir leben länger. Ich weiß, du wolltest gerade was sagen. Ja. Und der ist so ein netter Kerl. Der hat 2 Tage im Hotel verbracht und hat überlegt, ob er jetzt zurück nach Deutschland muss oder hier bleibt. Aber er will hier bleiben. Also kommst zu mir. Jetzt pennt er bei mir auf der Couch. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Boah, ich liebe das. Es ist so lustig, mit dem unterwegs zu sein. Der ist ein richtig, richtig netter Mensch, der auch gut mit den anderen Leuten umgeht. Und ja. Und einen Tag später ist der dir jetzt über den Weg gelaufen, ja? Ja, einen Tag später, also ein paar Stunden später, voll der Zufall. Verrückt. 4 Jahre lang nicht mehr gesehen, vor 14 Jahren kennengelernt und plötzlich steht er da. Also wenn ihr euch Bist so du's? lange, Ich bin wieder da. ja Hammer, so lange kennt, dann kann ich mir vorstellen, gibt es da auch einige gemeinsame Geschichten zu erzählen. Auf jeden Fall, was ich mit dem erlebt habe, mit dem habe ich noch in Palma damals, oh, vor 13 Jahren, Palma, Sachen erlebt. Da bin ich ja gerade erst angekommen und habe mir alles aufgebaut und er hat mir da viel unterstützt und halt die Kniffe und Regeln von der Straße und wie was funktioniert erklärt und gezeigt. Also ich bin ihm echt dankbar dafür. Ja, ich durfte ihn ja auch kennenlernen. Vielleicht kommen wir ja auch dazu nochmal irgendwann. Ansonsten, ich habe gesehen, wie ich jetzt gekommen bin. Du hast ja auch einen Nachbarn, den hatten wir ja auch schon kurz angeschnitten. Der Jetski ist weg, der Wohnwagen mit Nachbarn noch da. Was ist denn da passiert? Ich hoffe nichts Schlimmes. Ja, nee, nichts Schlimmes. Sein Jetski hat er verkauft. Das hat Okay. er geplant gehabt, weil er hat das Problem gehabt, er war angemeldet in Deutschland und das Ummelden hier ist ein voll das Riesenproblem. Und dann noch irgendwo einen Hafen zu finden, die das zulassen, dass du dein Jetski dort ins Wasser bringst. Pirateninsel. Wenn du niemanden kennst, ohne Vitamin B kriegst du ja gar nichts. Das ist überall hilfreich, aber du hattest ja auch am Anfang schon gesagt, also die Kurzfassung so mit Träumen hierher gekommen und dann erstmal geplatzt. Also das sind dann so 1 oder 2 kleine Details, dass man auch einfach den Jetski gar nicht so einfach, wenn der in Deutschland zugelassen war, Mit der Ummeldung ist das Problem. genau, solche Sachen und das hat ihn Der letztendlich hat dazu auch mehr veranlasst, ihn Kubik zu oder verkaufen. irgendwo so eine Ausrede haben die gehabt. Das ist blablabla. Ja. Du hast keine Beziehung, bist irgendein Deutscher, der hier ankommt, kriegst du nichts. Ja, Und all das hat ihn dann dazu veranlasst, ihn letztendlich verkaufen zu müssen auch, ne? ja, Ich weil meine, er Kohle gebraucht hat. und ihn ja auch nicht Und nutzen kann, ne? das Lustige ist, einen Tag später, also am selben Tag, wo er ihn verkauft hat, habe ich einen Kumpel getroffen und der hat seinen Jetski, der hat hier ein Lokal, der hat seinen Jetski an dem Tag geliefert bekommen und kam gerade von der Probefahrt. Und er hat noch das Flyboard gehabt. Also um den Wasserdüsen mit dem Fliegen, kennst du das? Oh, cool, Und ja, das ich kann der glaube. richtig gut und wollte auch als Lehrer hier arbeiten, aber wie gesagt, ohne Vitamin B kommst du nicht rein. Und das Flyboard hat er jetzt ihm verkauft, weil er sein Jetski hatte. Und so wie ich verstanden habe, macht er jetzt Lehrer für ihn privat. Und die möchten zusammen, also seit er ist in Planung, er lebt ja hier schon länger, hat sein Lokal, hat die Beziehung, möchte eine Flyboard, also mit dem Jetski und Flyboard Verleihschule aufmachen mit ihm zusammen. Also ich weiß, ich muss mal mit ihm reden, ob die jetzt da konkretere Pläne gemacht haben, weil er würde in den investieren im Prinzip und er hat ja auch ein bisschen Kapital jetzt, dadurch, Und dass er auch das das Jetski Können. verkauft hat und es können, dass die jetzt zusammen eine Flyboard-Schule aufmachen, ihn als Lehrer und den Bekannten mit dem Lokal im Prinzip als ja,
er macht den Laden auf und macht die ganzen Kontrakte, weil er hier Resident ist. All das, was benötigt alles wird, auch genau. Anmeldungen und so. Betrieb, Ne? er macht den Betrieb auf Bringt und tut den ihn als Jetski zu Lehrer Wasser. genau, und lädt ihn, also tut ihn dann einstellen als Lehrer. Für so Flyboard. ist der Plan, genau, für Flyboard. Oh, klingt spannend. Also Ja. ich würde mich da auch mal direkt anmelden. Also Ich würde auch Flyboard interessieren. frag da gerne mal nach. Der hat mir erzählt, Alter, der hat gemacht, also der hat ein privates gehabt, das kriegst du hier nicht, offiziell nicht. Der hat sich extra privat gekauft, weil er so Loopings machen will und sowas. Und dann musst du halt 20 Meter in die Höhe, damit du den Looping machen kannst. Und das kriegst du bei den Flyboard-Schulen, dürfen sie nicht. Maximal ja genau 5, 6 Meter, dann schalten die ab. Und um so Loopings zu machen und das mit dem richtigen Tauchen, da brauchst du größere Höhe. Das darf man auch nur privat machen, weil das kriegst du nicht versichert. Das geht nur um Ja, die Versicherung. Wenn, Ja, vor wenn allem, du auf 20 Meter 20 aufs Wasser Meter und du knallst. knallst aufs Wasser, dann ist Feierabend. Also ich bin mal vom 10-Meter-Brett gesprungen, Köpfer, hab die Arme nicht rechtzeitig zugehabt und dann war meine Schulter hinter meinem Schulterblatt. Und ich war 5 Meter unter Wasser. Ich bin Komm noch mal viel hoch. früh Ja. gesprungen, ich habe DLRG und alles drum und dran. Aber nee, das Hochkommen und sowas. Aber Nee? es ist scheiße, wenn der Arm da hinten Ja, hängt das auch. und dann muss er in einen Arm rausschwimmen. Wehgetan hat es erst danach. Ja, Adrenalin. Ja, aber klingt auch super spannend und sowieso auch das, was kurz über die Geschichte angerissen wurde, sowieso auch, weil es ja auch wieder ja, letztendlich gestrandet ist, aber auch etwas untypischer wieder. Ne? Erst wurde abgezockt, alles drum, dann alles ist schief gegangen. Und jetzt, wo er im Prinzip fast ganz am Boden ist, hat er die Möglichkeit aufzustehen. Und wenn es klappt mit dem Laden, kann es sein, dass er in 2, 3 Jahren hier, bum, 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 Flyboard-Schule mit 5, 6, 7 Maschinen hat. Kann sein, kann auch nicht sein. Ja, man Welcome weiß to nie. Mallorca, es ist alles möglich. Absolut, ja. Wie in den USA, vom Tellerwäscher zum Millionär. Andersrum geht's wohl noch schneller. Hier geht's noch schneller, An von der ganz Playa oben ist ja nach auch ganz unten. konzentriert sehr, speziell halt dann Deutsche auch logischerweise. Und wenn du da halt dann gerade mit den richtigen Leuten mal zusammenkommst, ne, auch geschäftstechnisch, und scheint ja hier in so einem Fall ein tolles Beispiel zu sein, dann kann schnell das eine zum anderen kommen und es wird eine schöne Win-Win-Situation oder vielleicht sogar eine Win-Win-Win-Situation draus und jeder erreicht das Ziel und hat auch Spaß daran, ne? Weil ja, spannend und wie gesagt, vielleicht mag er ja auch irgendwann mal was dazu erzählen. Ich finde es spannend, auch abgesehen davon, was er mit diesem Flyboard machen kann. Also ich finde das total beeindruckend. Wie gesagt, das ist auch ein bisschen gefährlich und da braucht man auch, um 20 Meter hochzukommen, einen Wasserstrahl, der da doch schon ein bisschen Druck hat. Also sehr interessant zu hören und vor allem hört sich ja auch so an, als geht es für ihn dann weiter. Auch wenn es jetzt nicht mehr sein Flyboard ist, wird er es ab und an noch unter den Füßen haben und das freut mich auch letztendlich für ihn zu hören, weil dann ist er ja auch da schon mal einen Schritt weiter. Ne? Weil wenn ich es richtig verstanden habe, hatte er es ja auch jetzt nicht im Wasser, seitdem er hier ist, oder? Ja, genau. Der hat es nur einmal getestet. Sein Jetski hat er gar nie im Wasser gehabt. Also er hat es nur mitgeschleppt und es war dann Ballast, weil mit dem Jetski und dem Wohnwagen, hier kannst du eh nirgendwo parken. Dann musst du immer Angst haben, dass es geklaut wird Ja, und. das auch, genau. Also, aber es ist eine Win-Win-Situation. Auf jeden Fall. Also, ich hoffe, dass das gut läuft und dass er Erfolg hat. Aber ich finde es lustig. Es ist auch wieder typisch Mallorca. Du musst hier erst auf die Nase fallen. Und dann geht's voran. Aber auch wieder aufstehen halt, ne? Ja, ja, klar, wichtig. Wenn du dann Es fallen hier heimfährst viele auf die oder Nase, die heimfliegst, meisten tun dann jammern und fahren nach Hause. Wenn du wieder aufstehst und weitermachst und fällst noch ein zweites Mal auf die Nase und ein drittes Mal auf die Nase und ein fünftes Mal und du stehst immer wieder auf, dann wirst du hier auch respektiert und dann helfen dir auch die Leute eher. Weißt du, wenn dann kommt, oh, ich bin der Tolle, boom, fällst du auf die Nase, gehst du heulend zurück, weg ist er. Aber wenn du wieder aufstehst und nochmal versuchst, vielleicht klappt's nicht, fällst du wieder auf die Nase, stehst wieder auf. Und umso mehr Leute lernst du kennen, umso mehr Menschen respektieren dich, dass du es versuchst und willst. Und wichtig ist auch, wenn du hier bist, dass du auch dann auch die Sprache lernst und dich auch der Kultur hier anpasst von den Marokkanern. Das wird dann auch gesehen. Das ist für die Spanier sehr, sehr wichtig, weil klar, das ist hier ihre Insel, ihr Business und es kommen immer mehr Leute, die dann im Prinzip ihnen das wegnehmen. Wenn Und du da deswegen, dann auch wenn mit du Mallorquin musst glänzen du musst kannst sogar. anpassen. Du musst dich hier einfach nur anpassen. Und dann passt es.
Und wenn du dann wirklich noch mit Mallorquin glänzen kannst, also dann hast du einen ganz anderen Stellenwert. Oh, Das ist Mallorquin, boah. klar, Ja, aber weil du erstmal Spanisch. Weil absolut Mallorquin, das ist ja voll die schwere auch, Sprache. aber weil du gerade sagst, die haben das Gefühl, ne, dass die Insel weggenommen wird und so weiter. Ja, Und da ist das eine muss man Sprache auch respektieren. ganz genau ein Wir wichtiger sind hier Punkt. die Ausländer. Ja, da fällt mir Weil nur, es ist jedem hier so gegangen. Hier ist, oder wenige sind gekommen und boom, alles ist gelaufen. Die meisten sind jetzt 2, 3, 4 Mal auf die Nase gefallen. ja, es gibt ja so ein Sprichwort hier, ne, wenn du auf der Insel Millionär werden willst, musst du als Milliardär kommen. Ja. Aber da bleiben wir bestimmt auch dran und du wirst uns sicherlich auf dem Laufenden halten, wie das weitergeht mit dem Flyboard und wann die Überquerung nach Ibiza stattfindet und all diese Geschichten und oder wem du auch noch in der kommenden Woche dann Obhut gewährst, ja. Ansonsten kann ich da ja auch schon sagen, auch ich bin 5 Jahre auf der Insel und habe auch schon einige Leute kennengelernt. Da werdet ihr auch mal die ein oder andere Geschichte noch hören oder vielleicht sogar die Personen selber, die hier wirklich auf die Insel gekommen sind und auch in Deutschland das verkauft haben, was sie gehabt haben. Und auch ohne festen Job und Wohnsitz dann hier angekommen sind und wirklich auch konsequent mal 4 Wochen dann am Flughafen übernachtet haben und eine Schulung durchgemacht haben. Die Schulung war in dem Fall dann auch bezahlt und wirklich ihr konsequentes Ziel hatten, dass sie das jetzt einfach mal 4 Wochen durchziehen, das Geld beiseite legen, sich dann ein Zimmer suchen und dort anfangen zu arbeiten und es tatsächlich auch so gemacht haben. Ja, ja, dem kann ich wirklich auch nur Respekt zollen, weil vor allem, wenn das dann genauso konsequent funktioniert, das muss man auch erstmal durchziehen. Aber all diese Geschichten, wie gesagt, diese persönlichen Stories, die vor allem auch der Jens hier erlebt und die Menschen hier kennenlernt, werdet ihr mit Sicherheit auch noch in den kommenden Folgen hören. Dazu fällt mir jetzt auch noch. Er ruft an. Er ruft an. Das muss ich ja eigentlich schon reinschneiden. Ja? Okay, also Jens ist jetzt kurz weggehuscht. Jetzt ist er auch wieder da. Ich glaube, vom Nachbarn wolltest du sowieso noch kurz was erzählen. Was war das denn jetzt? So ist die Welt, 2 Dumme, ein Gedanke. Kaum denkst du an jemanden, klingelt das Telefon. Ja, er hat mir gerade eine Klimaanlage geschenkt. Wir haben bevor uns schon unterhalten, weil es so warm ist und ich mit Fächer und ich muss mir einen Ventilator besorgen. Jetzt tut er mir hier so einen Ventilator, Klima, wo man Eiswürfel reinmacht. Der geht sogar mit 12 Volt USB, hat er mir gerade geschenkt. Weil, jetzt kommen wir zu der Geschichte, die ich erzählen wollte. Gestern, er hat ja sein Jetski verkauft und gestern hat er sich von dem Geld eine Solaranlage gekauft für Camping. Und ich habe es gesehen, als ich heimkam und dachte, oh cool, geiles Ding. Schau so aufs Dach, auf die Solarplatte und denke mir so, hey, die liegt doch falsch rum da. Geh hin, guck nochmal, klopft bei ihm, er macht seinen Wohnwagen auf, hey Jens, hast du gesehen? Ich so, ja, habe ich gesehen, du weißt, die liegt falsch rum. Er so, nee, die liegt nicht falsch rum. Ich so, doch, die liegt falsch rum, guck doch nochmal, die Kabel sind auch oben, wenn du jetzt hier guckst, sind die Paneelen unten und nicht oben. Nee, das muss so sein, das scheint doch durch. Ich so, nee, lass mal umdrehen. Ja, bist du sicher? Ich so, lass mal testen, oder? Haben umgedreht, er geht rein, guckt auf die Anzeige, oh, stimmt. Jetzt kommt mehr Strom. Und jetzt hat er mir heute mal wieder beim Baumarkt gewesen und hat sich eine richtig schöne große Klimaanlage gekauft. Die kann er ja mit seiner Anlage, der hat richtig Saft, kann er die geil betreiben. Der hat auch 220 Volt Stecker. Ach, wollte ich Ja. gerade fragen, ja. Und jetzt hat er mir seine kleine Klimaanlage geschenkt. Jetzt habe ich einen Ventilator. Wir reden gerade noch drüber über den Ventilator, dann wollen wir über ihn reden. Und schon ist alles passiert. Ja, so ist es auf klingelt das Mallorca. Telefon, deswegen werde ich es auch ja wirklich nicht rausschneiden, weil ja, so ist Jens Leben, so passiert Ich das. finde es lustig. Mir geht es so oft so, oh scheiße, ich brauche das und dann laufe ich los und dann steht es neben der Mülltonne. Ja. Heute Morgen kam ein Kumpel, ich bin gerade aufgestanden, zum Arbeiten gehen wollen. Der Jens, bist du noch da? Weil er hat mitbekommen, dass ich jetzt morgens immer los muss. Ich habe was gefunden. Kommt der an mit, ich weiß nicht, 5, 6 vollen Flaschen Martini und weiß nicht, 7 Flaschen, 1,5 Liter Flaschen Sprite. Magst du das? Ich trinke kein Martini. So, klar, stell hin. Nächste Woche hat ein Kumpel von mir Geburtstag, dann machen wir das bestimmt weg. Du hast es selber jetzt auch ja wieder erwähnt, wie bereits zu Anfangs, und dazu kommen wir ja jetzt auch noch, du musst morgens immer los. Hat das denn mit dem angeschnittenen, ja, ich zitiere dich, Job zu tun? Ja, genau. Ich muss jetzt morgens immer aufstehen. 10 Uhr klingelt der Wecker. Ist hart auf Mallorca, weil du kommst
seltenst vor 4, 5 ins Bett. Ich weiß auch nicht warum. Ich will immer früh schlafen gehen und dann wird es irgendwann so, oh scheiße, 5 Uhr schon wieder, ich muss pennen. Ist hier leider so, ich weiß nicht warum. Nee, ja, hier hat einer ein Lokal jetzt neu aufgemacht. Und ich bin da abends mal vorbeigelaufen, habe gesehen, wie die gerade am Abbauen waren und komm, ich helfe euch, hab denen geholfen, weil ich hatte nichts Besseres zu tun, noch ein Bierchen trinken, denen kurz helfen. Und er so, ja, hey, hättest du nicht Lust? Oder habe ich gefragt, ob ich ihm helfen soll? Weiß ich nicht mehr. Irgendwie hat es sich ergeben im Gespräch. Und ja, jetzt gehe ich da jeden Morgen um 11 Uhr hin, baue die ganze Terrasse auf, bringe den Müll weg und gucke, dass alles ordentlich steht. Und abends um halb 12 geht es wieder los mit alles abbauen und einräumen. Ja, das ist cool und ich hoffe jetzt, dass ich dann mich dort bewähren kann und dann vielleicht eine NIE-Nummer bekommen und dann meine Meldeadresse oder irgendwie so hinbekommen. Und cool wäre es dann, wenn der Laden gut anläuft, dass ich dann wieder als Koch anfangen könnte zu arbeiten, weil das ist eigentlich schon mehr oder weniger, jetzt nicht unbedingt mein Ziel, aber würde ich gern wieder machen, in der Küche arbeiten. Ja, ich wollte gerade sagen, Traum ist auch ein bisschen groß, aber trotzdem, wie du sagst, du würdest es gern wieder machen. Ne? Und wenn es auch jetzt nicht, wie oft in der Küche üblich, 7 Tage, 20 Stunden ist, Spaß. Aber grundsätzlich bist du dem nicht abgeneigt, ne? Weil, wie Nee, gesagt, du hast einfach immer noch super viel Spaß dran. nee, selbstverständlich nicht. Also ich arbeite ja gerne, ich mache ja hier auch immer was, die Sandfiguren machen und hier mit den Luftballons und das ist ja auch so gesehen Arbeit. Jeder sieht die Arbeit anders. Der eine ist auf Baustelle und er baut seine Türme, der andere sitzt den ganzen Tag am Computer und da gibt es auch zum Beispiel jetzt Priester zum Beispiel. Ist das Arbeit oder nicht? Ähm, Jeder sieht es anders. Ich meine, ich sitze ja nicht nur rum und halte die Hand auf, sondern ich tue ja auch was. Also hast du ja quasi jetzt eine Routine, eine regelmäßige. Also nicht nur vormittags, sondern auch abends und musst quasi zweimal am Tag, ja, ich wollte jetzt sagen, dein Mann stehen, Ja, aber muss auf ich jeden fit sein, auf gut ja, Deutsch. Ich und kann mir keinen zuverlässig. reinsaufen und zuverlässig Du sein, musst ja. halt da sein auch, das ist das Ding. Ne? Ich meine, die verlassen sich ja dann auch darauf, wenn du sagst, du baust es auf und wieder ab. Ja, genau. Also die verlassen sich drauf und das ist auch für mich so, auch wenn ich morgens aufwache, so, oh, gar keinen Bock, Alter. Aber dann ist halt der Gedanke da, die Leute sind dort, die brauchen dich, weil wenn ich jetzt nicht da bin, wer macht die ganze Sache? Der hat nur eine Kellnerin morgens, er muss noch einkaufen gehen, Bestellungen schreiben, das. Ich kann die Kellnerin nicht drinnen alles putzen lassen, vorbereiten lassen und dann draußen aufbauen. Hast du dann immer im Hinterkopf, du darfst die Leute nicht enttäuschen. Oder ich möchte die Leute nicht enttäuschen. Weil man hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Und hier ist eigentlich mein Ruf, dass ich zuverlässig bin. Ja, Ich stehe zu meinem Wort. Wenn ich was sage, dann mache ich das auch. und genau, du hast eben auch gesagt, nicht im Stich lassen, die verlassen sich auf dich, jetzt wie wir uns schon ohne Mikrofon auch unterhalten haben. Was war das denn? Eine Maus. Ah. Wie du sagtest, verlassen sich auf dich. Und heute Morgen war ja auch so ein Szenario, braucht man gar nicht lange ausführen, aber da hast du wieder gemerkt, es ist, ja, die rechnen damit, dass du einfach da bist und dementsprechend, ja, schaltest du dann manchmal auch spontan um und weißt dann, hey, bist du ein bisschen auch an deiner Ehre gepackt und sagst, ey, wenn die mich halt jetzt brauchen oder sei es auch ein bisschen früher, ungeplant, was auch immer, ich bin da, ja, komm. Ja, selbstverständlich. Man muss ja nicht immer nur an heute denken, sondern auch in die Zukunft. Und da ist einen guten Ruf zu haben wichtig. Weil das heißt, der ist doch immer besoffen und kommt manchmal nicht zur Arbeit. Dann kriegst du auch keinen gescheiten Job mehr. Aber das heißt, nee, der ist in Ordnung, der ist immer pünktlich, der macht immer, was er sagt. Auch wenn er manchmal komische Dinge macht, also jetzt auf mich bezogen, weil viele Leute verstehen nicht mein Leben. Ich habe mich halt entschieden, auszusteigen und ein freies Leben als Straßenkünstler zu führen, Menschen glücklich zu machen. Und macht das Spaß, aber das hat lang genug Spaß gemacht und jetzt mal wieder back to the roots so in der Richtung. Vielleicht macht es mir viel Spaß und ich mache das für den Rest meines Lebens und vielleicht macht es mir keinen Spaß und ich mache dann wieder was anderes. Das ist einfach nur so im Prinzip der nächste Schritt. Bisschen Regelmäßigkeit, ne? Ja, genau, das ist auch, ich habe einen Grund, morgens aufzustehen. Ja. Struktur und wie Ja, gesagt, ein wie du bisschen sagtest, Struktur, Grund, man genau, hat das was zu ist, tun und man hat auch was Sinnvolles gemacht. Weißt du, wenn ich dann fertig aufgebaut habe und ich gucke die Terrasse an und denke, so, okay, jetzt habe ich die letzte Dreiviertelstunde was geleistet.
Ja, ist ja auch Worauf nicht ich so. auch stolz sein kann, so in der Richtung. Ja, Man ist ja sieht auch, ja seine Arbeit und denkt so, ha, habe ich geschafft, ich bin in der Zeit, passt. ist ja auch nicht so, als liegst du den ganzen Tag nur im Bett und machst gar nichts. Ne? Also Nein. davon abgesehen, auch alleine, wenn du hier mal, wie gesagt, die Sachen, die du auch hier reparierst oder dir zusammenbaust, jetzt ganz unabhängig davon, nicht, dass das jetzt quasi falsch rüberkommt, aber ich verstehe absolut, was du sagen willst. Diesen Grund, du weißt, du hast da eine Aufgabe zu erfüllen, die du angenommen hast und ja, dementsprechend fühlst du dich da auch verpflichtet. Und auch speziell mit der Nie fand ich jetzt noch interessant, also die Nie-Nummer, die man ja hier wirklich speziell als Ausländer, und das sind wir ja, braucht, um arbeiten zu können. Und wirklich, wir könnten noch, glaube ich, 20 Minuten so weitermachen, für was man die noch alles Für braucht. alles. Ja, wirklich. Egal was du machen willst, hier, du brauchst die Nummer. Genau, und jetzt runden wir das nur ab. Heißt aber ja im Umkehrschluss, dass du auch seit 13 Jahren keine hast und was dir das Leben natürlich auch deutlich erleichtern würde, ne, wenn du die hast. Ja, das auf jeden Fall, weil dann kann ich ein Bankkonto machen, ich kann es mir im Postfach erledigen. Also ohne die NIE-Nummer kommst du eigentlich keinen Schritt weiter. Und ich habe jetzt echt so gesehen, ich habe früher relativ weit oben gelebt. Also ganz oben ist jetzt übertrieben, aber mir ging es gut, ich habe meinen Job gehabt, meine Wohnung. Und dann durch den Tod von meinem Vater und andere Dinge bin ich so gesehen ganz unten abgestürzt. Ganz unten auf der Straße gelandet mit nichts. Und ich habe jetzt jedes Jahr so gesehen, eine Stufe weiter hoch gemacht, weiter und immer geguckt, dass ich jedes Jahr, wenn ich aufs Jahr zurückgucke, dass ich ein Stück vorangekommen bin. Und jetzt ist im Prinzip der nächste Schritt, dass ich angemeldet bin, meine NIE-Nummer habe und arbeiten kann. Wenn es mir dort nicht gefällt, egal. Ich habe dann meine NIE-Nummer und dann kann ich jederzeit überall einen Job annehmen. Kann ich Callcenter gehen oder sowas. Oder dann mache ich als Kellner oder ich kann auf jeden Fall, wenn ich die Papiere habe, endlich weiterarbeiten. Das war wie wo ich damals meinen Ausweis bekommen habe und meine neue Hüfte. Das war der nächste Schritt. Jetzt habe ich wieder Papiere und jetzt geht es um die Papiere für Mallorca, dass ich den nächsten Schritt machen kann mit einem geregelten Leben, mit einer geregelten Arbeit. Ja, man kann sich auch rausarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist, haben wir schon mal gesagt. Ich glaube, in der ersten Folge ist es alles ein Prozess. Und wie gesagt, die Nie-Nummer, die ist so notwendig hier und das ist definitiv ein wichtiger Schritt. Und ja, wäre doch super, wenn das klappt, weil es schafft dir nur Optionen. Ja, Pflichten null. Also eigentlich nur wirklich Optionen, die du hast. Ne? Von daher finde ich das eine super Sache und darauf aufbauend gibt es ja ganz unterschiedliche Dinge. Ich meine, du bist ja oder wärst in dem Fall dann auch ja ein Resident, ne? Oder würde nichts dagegen Ja, man sprechen. ist zumindest mit der NIE-Nummer, das ist auch die Gesundheitszentren, ist ja auch mit der NIE-Nummer. Die Gesundheitszentren, ich glaube, darüber haben wir auch geredet, die machen kleinere Behandlungen, auch umsonst und sowas, aber kommen halt an, wenn ich nur einen Ausweis habe und keine Versicherung. Wenn ich eine NIE-Nummer habe, dann gebe ich nur die NIE-Nummer und ich brauche gar keine Krankenversicherung. Sondern ich sage einfach, ich bin Jan Sendel, bumm, hier ist meine NIE-Nummer. Die geben das ein, passt, setz dich dahin. Ohne das Hin- und Hergemacht, weil du bist dann automatisch im System. Dann bin ich hier im spanischen System drin und dann werde ich da mitgerechnet wie jeder andere, der hier lebt. Weil du bist nicht mehr ganz so viel Ausländer. Drücken wir so aus. Ja, also nicht, dass das jetzt falsch rüberkam. Eine Nie-Nummer bedeutet nicht gleich oder ist auch nicht gleichzusetzen mit Resident. Ich sagte nur, bei dir wird Residenzia ist mehr. genau auch sich als Resident und sprich seinen Hauptwohnsitz hier anmelden. Aber theoretisch würde ja auch dafür nichts, dagegen, Entschuldigung, nichts sprechen bei dir, dass du das machst. Also du kannst ja auch hier Resident werden. Das ist mein nächster Schritt. Kein Druck, ich wollte keinen Druck machen. Das ist mein nächster Schritt. Also erst die NIE-Nummer und dann mache ich auch erstmal gucken, auch mit Arbeit und Meldadresse. Das brauchst du ja dann für die Residenz ja. Und da ich eh nicht nach Deutschland zurück möchte, ich mag hier bleiben, solange es körperlich zumindest möglich ist oder ich hier sterbe, wäre das der nächste Schritt dann, der danach kommt. Das ist dann der Plan für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ein Schritt nach dem anderen. Poco poc, sagt man hier in Spanien. Immer Absolut. tranquilo, immer langsam. Ich wollte nur fragen, dass theoretisch die Option Ja, für dich besteht. Es genau. gibt nichts, was dagegen spricht. Die Ne? werde ich auch auf jeden Fall ergreifen. Ja, super. Dann als nächstes. Ja, nee, wie gesagt, da stimme ich dir zu, alles mit seiner Zeit und so weiter. Aber ja, theoretisch ist das eine Option. In dieser Woche ist sonst auch noch einiges passiert und war ja auch recht erlebnisreich. Erzähl doch mal, was du denn da für Dreharbeiten beobachtet
und meines Wissens, glaube ich, auch ein bisschen dokumentiert hast. Ja, das war an 2 Tagen nacheinander. Da haben sie hier an der Playa für Glaub Amazon ich, ja. Prime, genau, haben die gedreht, Last Exit Schinkenstraße. Ich war an der Playa unterwegs, war lustig, weil das waren die Tage, wo immer der Platzregen, also wir hatten ja das mit dem Platzregen an einem Tag und am nächsten Tag war auch immer wieder so Schauer gewesen. Ja, die Die ganze hatten Woche. überall ihre Zelte, mussten immer abbrechen, aufbauen. Am ersten Tag habe ich mich nur mit denen unterhalten. Das war nämlich direkt nach dem Regen gewesen. Und am nächsten Tag habe ich dann auch zugeschaut, wie sie gedreht haben und habe extra nachgefragt, ob ich auch filmen darf und ein paar Fotos machen und die dann auch veröffentlichen. Und sie haben gesagt, ja klar, warum nicht? Und ich fand es lustig. Und noch besser war ein Tag später, ich laufe und direkt am Ballermann 6 denke ich, was hat denn der da für einen Anzug an? Er wirft den Tennisball und es macht Klack. Dann stehen da Engländer und spielen Cricket. Direkt vorm Ballermann 6. Die haben irgendwie so eine Camping-Cricket-Ausrüstung gehabt, haben alle sich richtig Cricket-Ausrüstung, also Anzüge angehabt, sah aus wie ein Team. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein Cricket-Team, die da aus Spaß im Urlaub waren. Und haben vom Ballermann 6 den kompletten Strand, wo es runtergeht, wo die Mauer weg ist, haben sie sich eingenommen und haben da hier Cricket gespielt. Hammermäßig. Ich fand's lustig. Hier ist immer Abwechslung, es passiert immer was. Ja, das sieht man nicht so häufig. wie Eigentlich du müssten wir sagst, viel Abwechslung. öfters einen Podcast machen, weil ich habe jeden Tag irgendwelche lustigen Geschichten zu erzählen. Ja, und um den Leuten vielleicht wieder auch mal was davon zeigen zu können, wie denn sowas aussieht, würde ich einfach mal wieder fragen, können wir was von deinen Fotos, Videos nutzen und den Leuten bei Instagram präsentieren? Ich denke schon. Ich habe extra um Erlaubnis gefragt. Ich schicke dir nachher mit dem Handy rüber und ein paar Fotos, dann kannst du veröffentlichen und das Video auch. Ich kann auch von dem Cricket-Spiel, habe ich auch ein Video gemacht. Ja, können wir auch gerne machen. Ich wollte tatsächlich mir auch jetzt nur deine Erlaubnis erstmal einholen, weil es ja Ja. deine Aufnahmen sind. Von mir Ich aus denke kein auch, Problem. von denen sollte das passen, wenn du speziell ja auch nachgefragt hast. Nee, super, danke dann dafür und auch mal im Namen der Leute da draußen, weil mit Bildern und so Videos macht es das, glaube ich, manchmal ein bisschen einfacher, das ein oder andere nachvollziehen zu können. Wie vorhin dann auch angekündigt, wird die Folge etwas kürzer und dementsprechend haben wir jetzt auch das Ende unserer 2. Folge erreicht. So schnell geht's. Gewisse Routinen werden bleiben und eine davon ist, oder auch dann die letzte für diese Folge, dass ich Jens das letzte Wort überlassen werde. Und ich verabschiede mich dann auch an dieser Stelle von euch und wünsche euch eine angenehme Woche. Ja, ich sage erstmal vielen Dank an dich für diesen lustigen Tag heute wieder. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern wird es auch riesen Spaß machen. Und wir hören uns bald wieder. Vielleicht sehen wir uns ja auch. Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.